Eine der großen Fragen ist die Frage nach der Entstehung der Germanen. Von Germanen wissen wir eigentlich erst seit Caesar die Germanen erwähnt als einen Stamm am Rhein. Und dieser Germanenbegriff wurde dann auf alle Germanen ausgedehnt. Wir wissen, dass die Germanen sich später so bezeichneten, selbst so bezeichneten. Und wir wissen, dass es die verschiedensten Stämme gab. Hier bei uns Sweben, Hermunduren. Und so ein swebisch-hermundurisches Gräberfeld fand sich bei Halle, bei Schkopau. Und es ist ein relativ großes Gräberfeld, denn die meisten dieser Gräberfelder sind nicht ganz ausgegraben. Aber hier haben wir 300 Gräber vor uns liegen. Und es ist, und das erscheint mir ganz wichtig, ein Männergräberfeld. Das heißt, ein Gräberfeld, in dem die Männer praktisch in Schlachtordnung liegen. Ein Gefolgschaftsgräberfeld. Sie liegen sozusagen in ihrer sozialen, hierarchischen Ordnung. Sie folgen über den Tod hinaus ihrem Anführer. Und etwas, was immer im Mitteldeutschland eine große Rolle spielte, die Familie, die ist plötzlich über den Tod hinaus nicht mehr so wichtig, sondern die Kriegerideologie, die übernimmt sozusagen die Hoheit. Das Kriegerische ist das Entscheidende. Und das kann man sich nur erklären in der Auseinandersetzung mit Rom. Caesar erobert Gallien sozusagen und Rom als große Macht droht schon. Und wir kennen ja bei Caesar die Auseinandersetzung mit Ariovist. Wir befinden uns also in der Zeit 58, 55 vor Christus. Und in diese Zeit um 50 bis etwa um Christi Geburt gehört auch dieses große Gräberfeld von Schkopau. Und dort sehen wir auch sehr gut die hierarchische Gliederung. Während einfache Krieger sich nur eine Holzlanze, einen einfachen Schild und möglicherweise einen hölzernen Knüppel leisten konnten, hatte der Anführer der Gruppe eine vollständige Ausstattung und die Familie war so reich, dass sie diese Ausstattung sogar mit ins Grab geben können. Wir sehen das hier sehr schön bei diesem Grab aus Schkopau, wo wir eine lange Lanze haben, ein eisernes Schwert, bei dem die Klinge zusammengebogen wurde und eine Schwertscheide, von der hier nur Bruchstücke vorhanden sind. Diese Bewaffnungsidee kommt letztlich aus dem Osten, aus der Pscheworst-Kultur, stellt aber sicherlich, wie ich schon sagte, eine Reaktion auf die sich entwickelnde Kriegerideologie in der Auseinandersetzung untereinander, aber auch mit Rom dar. Wenn man weiter schaut, dann hat man einen Schleifstein, um das Schwert zu schleifen. Es war ein Eisenschwert, das Eisen war kein Stahl, es war nicht so hochwertig, man musste es wahrscheinlich sehr, sehr häufig schleifen. Und, das ist ganz wichtig, wir haben einen Schildbuckel, der ebenfalls intentional zerbrochen wurde. Der Schildbuckel hat hier seinen langen Dorn, dass man mit dem Schild auch kämpfen konnte. Nicht? Man konnte mit diesem Schild wie mit einem Speer schlagen, einen Gegner abwehren. Die Schilde waren aus Holz, ziemlich sicher mit Leder bezogen und hatten Schildnägel. Das heißt, der Schildbuckel war genagelt, aber es waren auch Plaketten drauf, also hier so Beschläge, die natürlich den Schild schön verzierten. Wie prachtvoll so ein Schild aussehen kann, sehen wir bei der Rekonstruktion von Gommern. Denn bei Gommern war die Farbigkeit ja so weit erhalten, dass wir diesen schönen blauen Schild mit eindrucksvollen silbernen Schildbuckel gut rekonstruieren konnten. Und hier sehen wir was Wichtiges, was diesen Gefolgschaftsführer auszeichnet. Hier sehen wir einen der ersten römischen Importe nördlich der Alpen im freien Germanien. Wir sehen hier einen sogenannten Delfiner-Tascheneimer, der wahrscheinlich aus dem römischen Gallien kommt und der in diese Zeit so um 50, 40, 30 vor Christus, also in caesarische Zeit oder in die Zeit der Nachfolgekriege datiert. Und dieser Eimer diente natürlich dem Weinmischen, sodass unser Anführer hier schon zeigt, ich beherrsche römische Distinktion, ich kann mir solche römischen Gefäße leisten. Und er zeichnet schon vor, was wir später in größerem Stil haben, nämlich die Benutzung von römischen Trinkgefäßen als Unterscheidungsmittel, während die anderen Bier trinken. Bier hat er sicherlich auch getrunken, hatte aber auch Wein. Wir sehen das ja bei Gommern. Im Grab von Gommern gibt es Bier und Wein gleichzeitig. Wenn wir uns einen anderen Krieger aus dem gleichen Gräberfeld anschauen, etwa aus der gleichen Zeit, dann sehen wir hier einen Krieger mit einem Schild,
Buckel, der nicht zerstört ist, mit einer Schildfessel gegebenenfalls und hier mit einem verbogenen Schwert und einer verbogenen Scheide. Der Gefolgschaftsführer wurde brandbestattet, und zwar in einer bronzenen, getriebenen und genieteten Urne mit eisernem Rand, die vermutlich in den gallischen Provinzen, also in den römischen Provinzen Galliens, gefertigt wurde. Was ganz Besonderes und Typisches sind diese Bärenkrallen. Sie zeigen, der Tote wurde auf einem Bärenfell verbrannt, und das Pfeil ist verbrannt, aber die Phalangen, die Krallen und die Endglieder der Finger, die haben sozusagen überlebt. Wir müssen uns also das Ganze viel prächtiger vorstellen, als wir es heute hier in der Vitrine sehen. Und wir erinnern uns, die Prinzessin von Profen war ja ebenfalls auf einem Bärenfell verbrannt worden. Wir sehen hier ein weiteres wichtiges Distinktionsmittel, und zwar hier einen Reitersporn. Und dieser Reitersporn zeigt, wir haben es zwar mit jemandem zu tun, der keine römischen Bronzegefäße hat, aber er hat zumindest einen einheimischen Bronzesporn, der zeigt, es ist ein Reiter und kein einfacher Fußkrieger, ein Reiter mit einer vollständigen Bewaffnung, denn hier ist auch noch eine lange Eisenlanze. Die beiden Gräber zeigen also die militärischen Anführer des großen Gräberfeldes von Schkopau. Und wenn wir uns die Verhältnisse so ansehen, so sehen wir, dass auf mehrere hundert Gräber nur wenige Anführer kommen, dass also eine militärische Hierarchie bestand, wie wir es etwa auch aus der römischen Armee kennen.